Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier bei Kuvenau. Schön, dass du dieses Video angeklickt hast. Heute, verspreche ich euch, wird ordentlich gekuppelt. Und zwar mit einem Kupplungssystem, das hauptsächlich bei den US-Bahnern weit verbreitet ist. Nämlich die sogenannte Caddy-Kupplung. Also, wenn du gerne rangierst oder dich fragst, was es mit diesem Antrieb auf sich hat, dann solltest du unbedingt dranbleiben. Möglicherweise ist ja die Caddy-Kupplung genau das, was du suchst. Bereits in dem Video zu den mechanischen Entkupplern habe ich ja schon angedeutet, dass dank moderner Digitaltechnik und automatischer Kupplung wir schon sehr viele Möglichkeiten haben, gerade Loks vom Zug zu trennen, ohne irgendwelche mechanischen Einbauten in den Gleisen. Aber für jeden, der gerne rangiert und Züge zerlegt, einzelne Wagen abkuppelt und neu zusammenstellen möchte, kommt man dann meist ohne mechanische Entkuppler doch nicht aus. Nachteil solcher mechanischen Entkupplern ist, dass wir immer so eine komische Platte, wie ihr sie hier seht, in den Gleisen verbauen müssen. Je nach Sichtweise ist das ja schön oder halt nicht schön. Eine Alternative hierzu ist eben die Caddy-Kupplung. Denn wie ihr seht, seht ihr nichts und ich kann dennoch die Wagen entkuppeln. Wie das Ganze funktioniert und was ihr dabei beachten solltet, das zeige ich euch in diesem Video. Also, drückt jetzt noch schnell den Abo-Button und los geht's. Hier nochmal für jeden, der so eine Kupplung noch nicht gesehen hat. Also so sieht diese Caddy oder KD-Kupplung aus. Eigentlich ein relativ einfaches Bauteil mit einer kleinen Feder hier drin. Ja, also das ist wirklich eigentlich, da ist da nichts Weltbewegendes dran. Einziger Manko ist, soviel ich weiß, die gibt es nur für den NEM-Schacht. Also jedenfalls ist das mein Stand, dass es die nur für den NEM-Schacht gibt. Wenn ich da falsch liege, schreibt mir es gerne in die Kommentare. Aber so wie ich weiß, gibt es die eben nur für den NEM-Schacht. Und wenn wir das Ganze dann im Wagen drin haben, dann sieht das Teil eben so aus. Wie funktioniert jetzt da eigentlich das Entkuppeln? Der Trick bei den ganzen Kupplungen ist, dass ich hier so einen Metallstab habe. Ja, das Teil hier unten, das ist aus Metall. Und das Entkuppeln erfolgt eigentlich ganz einfach, indem ich an der Stelle, wo ich entkuppeln möchte, einfach einen Magnet unter das Gleis mache. Also heißt quasi, jetzt mal ganz einfach mal dargestellt, ich mache hier unten drunter ein Magnet. Die Details kommen gleich. Ich weiß, dass es da auch Magnete gibt von Caddy, die man da in das Gleis reinlegen kann. Aber ich sage mir halt einfach, naja, wenn ich dann wieder ein Magnet da oben ins Gleis reinlege, dann kann ich es eigentlich auch gleich lassen, dann kann ich auch gleich wieder die normalen Entkuppler nehmen, weil eigentlich verwende ich ja das System, oder das Geniale an dem System ist ja eigentlich, dass ich entkuppeln kann und man sieht im Gleis nichts. Ja, das ist ja eigentlich das Geniale daran. Und wenn ich dann wieder da oben ein Magnet reinlege, naja, dann kann ich es auch gleich lassen. Dann mach lieber kleinen Entkuppler rein, den sehe ich auch. Also so ist zumindest mein Stand. Ja, wie gesagt, das ist meine Meinung. Da kann jeder gern eine andere Meinung dazu haben. Aber wieder zurück zu dem System. Wie gesagt, da kommt eigentlich nur einfach ein Magnet da unten drunter. Und das machen wir jetzt auch mal, weil da müssen wir nämlich auch ein bisschen was beachten. Ich habe jetzt hier einfach mal ein Gleis und dann nehmen wir auch nochmal hier so eine Gleisbettung. Die nehme ich auch nochmal dazu. Und unter die Gleisbettung mache ich jetzt die Magnete. Ja, also ich mache sie nicht direkt hier unter die Schiene drunter, sondern ich gehe sogar noch unter die 5 mm starke Gleisbettung. In der Regel klebt man den Kram halt irgendwo an. Ne? Ich gehe jetzt natürlich hier für die Testzwecke nehme ich einfach doppelseitiges Klebeband. Ziehen das ab, so, kleben wir unseren Magnet hier unten drauf. Dann nehme ich noch 2 Brettunterlagen, damit der ganze Kram auch gerade liegt. Ne?
lege ich jetzt einfach mal hier so zwei Bretter unten drunter und gehe mal hier hin. So, und jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. So rum ist besser. So, und jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Gucken mal, dass das Teil hier gerade unter den, also genau in der Mitte unter der Schiene liegt. Und jetzt versuchen wir einfach mal das Ganze hier zu entkuppeln. Ich gucke mal, dass ich jetzt auf den Magnet genau treffe. Und jetzt merken wir, irgendwie funktioniert das nicht, ne? Ja, denn mit einem solchen Magnet funktioniert das Ganze hier nicht. Und warum das Ganze so ist, das zeige ich euch jetzt mal an meinem neuen Whiteboard. Schauen wir uns doch jetzt einfach mal so ein Magnet im Detail an. Ich denke mal, dass ein Magnet einen Nord- und einen Südpol hat, das weiß jeder, das brauche ich jetzt nicht extra zu erklären. Aber wenn wir uns das halt bei dem Magnet mal angucken, wenn ich den jetzt einfach mal so halte oder auch so, dann sieht unser Magnet eigentlich so aus. Ich habe hier den Nordpol und ich habe hier einen Südpol. So. Die liegen hier so untereinander, ne? Und unsere Magnetfeldlinien, die gehen quasi immer von Nord nach Süd. Zack, zack, zack. So, machen wir da noch ein paar dran, dass es schön aussieht. Im Prinzip, so gehen unsere Magnetfeldlinien, ne? Können auch noch da noch den Pfeilchen dran machen, so. So gehen unsere Magnetfeldlinien. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mit dem Magnet im Gleis angucken, ich mache jetzt einfach mal hier so zwei Striche. Das ist jetzt mein Gleis. Ich weiß, es würde jetzt schöner gehen, aber für den Zweck reicht's. Und lege ich jetzt hier einfach den Magnet so flach da unten rein, dann würde das ja hier so aussehen. Na? Auch so, auch das funktioniert hier nicht. Ja, wenn ich jetzt einfach mal gucke, also so würde das Ganze dann aussehen. Und ihr seht, ich habe dann nur den Nordpol oben. Und jetzt gucke ich einfach mal, dass ich zweimal den Nord- oder den Südpol oben habe. Ja, also dass beides mal der gleiche Pol oben ist. Das Ganze finde ich ganz leicht heraus, indem ich einfach die beiden Magneten hier so zusammenhalte und gucke. Und ich jetzt merke, die wollen, oder ich merke es jetzt, die wollen nicht miteinander. Ja? Die wollen immer wieder auseinander. Und genau das ist der Beweis, dass sie beide in die gleiche Richtung zeigen. Und deshalb klebe ich den einen jetzt mal hier hin und den anderen, den kleben wir mal hier hin. So, das müsste eigentlich ganz gut reichen. Und jetzt drehen wir das Ganze wieder rum. Legen wir unser Gleis wieder drauf. Schauen wir mal, dass wir auch wirklich gut an dem Gleis sind. Der will schon wieder weg, der Magnet, allerhand. So, und jetzt fahren wir da nochmal drüber. Und dann sehen wir, es funktioniert schon wieder nicht, ne? Eieieiei, ne? Sowas. Wenn ich jetzt die andere Konstellation, die ich euch eben gezeigt habe, die nicht funktioniert hat, die sieht ja auch so aus. Und wenn ich jetzt mal hier wieder das Gleis mache, dann zeichne ich jetzt hier mal diese zwei Magnete ein. Ja, ich habe es jetzt mal nebendran gelegt, die waren ja unten drunter. Aber das ist ja jetzt erstmal auch zweitrangig, es geht ja um das Prinzip. Dann seht ihr, auch hier habe ich beides mal den Nordpol oben. Ja, und die beiden Varianten haben ja nicht funktioniert. Und das Einzige, was ja funktioniert, ist diese Konstellation hier. Indem ich sage, ich habe hier einen Nordpol hier. Ihr wisst ja, rot ist Nordpol, ne? Und ich habe hier einen Südpol. Kann natürlich auch andersrum sein, aber jedenfalls auf der einen Seite habe ich einen Nord- und auf der anderen Seite habe ich einen Südpol. Weil dann gehen ja meine Magnetfeldlinien, ich würde es jetzt auch mal einfach so einzeichnen, die gehen dann einfach so auch. Ne? Und das ist für mich jetzt die einzige Erklärung, warum das halt funktioniert, weil ich hier zwei unterschiedliche Pole habe, ja, Magnetpole habe.
Da habe ich jeweils die gleichen Magnetpole und hier habe ich zwei unterschiedliche Magnetpole. Und das ist für mich eigentlich die einzige Erklärung, dass es mit den unterschiedlichen Magnetpolen zusammenhängt. Wenn da jemand was Besseres weiß oder eine bessere Erklärung hat, schreibt mir es gerne in die Kommentare. Also gehe ich jetzt her, mache den einen Magnet weg und drehe ihn einfach rum. Jetzt wollen die zwei natürlich auch gerne miteinander kuscheln. So, das wird aber jetzt so noch funktionieren, gehe ich mal davon aus. Und jetzt merken wir schon, in dem Moment wird jetzt hier die eine Kupplung in diese Richtung gedrückt. Und wenn ich hier drüber fahre, merken wir, die Kupplung wird in die Richtung gedrückt. Genau, jetzt passiert wieder das, was nicht soll. Also das ist jetzt halt das Problem mit dem doppelseitigen Klebeband. Ganz eindeutig. Ja. Normalerweise habt ihr das Problem dann nicht, wenn ihr kein doppelseitiges Klebeband verwendet. So, ich habe mal schnell das Klebeband unten ausgetauscht. Jetzt fahren wir mal zurück. Und jetzt seht ihr, kann ich entkuppeln. Und jetzt kann ich einfach den Wagen so weiterschieben. Die Magnete sind gerade wieder zusammengegangen. Ja. Auf jeden Fall seht ihr, mit den zwei Magneten funktioniert das Ganze jetzt wunderbar. So wie ich es euch eben dargestellt habe. Jetzt seht ihr natürlich, naja, mit so zwei Magneten hier, wo ich dann da gegeneinander habe, wo ich da links und rechts hinkleben muss und die halt immer gerne wieder kuscheln. Das Ganze ist jetzt nicht so, ja, prickelnd oder nicht so einfach. Ja? Also ihr habt da immer beim Kleben, ja, da müsst ihr immer aufpassen, dass die zwei nicht miteinander sich verbinden. Ne? Deshalb habe ich da noch mal ein bisschen gesucht und habe hier noch einen anderen Magneten gefunden. Das ist der hier. Im ersten Moment würde man jetzt denken, ja, eben hat er gesagt, mit einem Magnet funktioniert das Ganze nicht, ne, weil oben, unten, Nord- und Südpol. Und bei dem Magnet ist das Ganze jetzt genau anders da. Ihr seht, ich habe da schon mal einen Strich reingemalt, weil dieser Magnet hat nämlich rechts und links, ja, seinen Nord- und seinen Südpol. Ich habe lange gesucht, bis ich so ein Teil gefunden habe. Den Link, wie immer, findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Und mit diesem einen Magnet kann ich jetzt im Prinzip, den kann ich jetzt einfach hier unten drunter kleben und habe den gleichen Effekt wie mit den beiden. Ja. Zeige ich euch auch nochmal. Ja, ihr seht schon, die geht auf die Seite. Und die Kupplung geht auf die Seite. Wenn ich das Ganze jetzt verbinde, oder wenn ich das Ganze jetzt so mache, seht ihr, funktioniert es genauso wieder. Einen weiteren Tipp, den ich euch geben kann, ich zeige euch jetzt mal hier den Wagen hier unten. Und dann seht ihr, dass ich hier an der einen Achse habe ich hier unten ein kleines Kartonstück reingeklemmt. Das habe ich aus dem einen Grund gemacht, dass einfach der Wagen ein bisschen schwerer rollt, also ein bisschen schlechter rollt. Ja? Weil wenn ich den jetzt hier mal drauf stelle, dann seht ihr, na, wenn er richtig steht, ja, hier muss ich schon ein bisschen mehr, ja, der geht relativ schnell, steht der wieder, ne? Im Gegensatz zu dem hier, da ist nichts drin. Ihr seht, der rollt halt richtig schön leicht. Das habe ich einfach nur aus dem einfachen Grund gemacht, dass zum einen beim Ziehen einfach ein bisschen höherer Rollwiderstand da ist und die Kupplung quasi somit gezogen wird, also damit da quasi ein Zug drauf ist. Ja? Wenn die Wagen zu leicht rollen, dann habe ich da keinen Zug und dann kann es passieren, dass wenn ich über den Magnet fahre, es trotzdem entkuppelt wird, obwohl ich eigentlich ziehe. Gleiches gilt auch im Schubbetrieb. Wenn der Wagen zu leicht rollt, dann kriege ich hier einfach keinen Gegendruck auf die Kupplung, damit die sich auch wirklich richtig entkuppeln. Das zeige ich euch am besten auch mal. Ich mache einfach nochmal den Karton hier raus. Dann seht ihr, jetzt rollt der Wagen auch ganz leicht. Ne? So, jetzt tun wir das Ganze nochmal hier zusammen. Also dann geht der Entkuppelvorgang wirklich wesentlich schwerer. Ja. Und was ihr nämlich jetzt auch seht, ist, wir haben ja da ein Magnet drunter. Ja, und unsere Achsen hier, die sind ja auch teilweise magnetisch.
Das bedeutet, in dem Moment, wenn hier kein Rollwiderstand ist, dann habe ich das Phänomen, ich fahre hier drüber, möchte jetzt entkuppeln, ziehe nach vorne und in dem Moment zieht der Magnet mit den Wagen hier schon wieder, also zieht ja der Magnet und zieht sozusagen die Achsen über den Magnet und kuppelt mit den Wagen dann gerade wieder an. Ne? Ihr seht es hier, ihr müsst euch vorstellen, ich fahre jetzt hier so hin. Ja, jetzt will ich wegfahren. Der Wagen folgt mir einfach und das ist ja auch blöd, ne? Der soll ja eigentlich stehen bleiben. Und aus dem Grund mache ich da unten, ja, das ist jetzt wirklich nicht viel, ja, und ja, da passiert auch nichts dann später dabei. Deshalb mache ich einfach hier unten so einen kleinen Kartonstreifen rein und jetzt hat einfach der Wagen einen höheren Rollwiderstand und jetzt passiert das Ganze, was ich eben gezeigt habe, passiert dann einfach nicht mehr, ne? Seht ihr, jetzt kann ich hier schön entkuppeln und kann hier wegfahren und kann jetzt den Wagen weiter schieben. Ist ein kleiner Trick, aber eine Riesenwirkung, ne? Das gleiche, wenn ich halt jetzt gekuppelt habe und fahre jetzt so über den Magnet, habe ich halt einfach hier einen höheren Zug drauf auf der Kupplung, weil ja der Wagen immer ein bisschen gehemmt wird und dann passiert da auch nichts, wenn ich mit dem Wagen in die Richtung über den Magneten fahre. Jetzt haben wir natürlich immer noch das Problem, dass wenn ich den Magnet hier direkt runter baue und halt einen Zug habe, den ich nicht entkuppeln will, ja, und der halt, sag ich vielleicht mal, ohne Lok da drin steht, weil ich die Lok umsetzen will in dem Gleis, dann habe ich halt immer noch das Problem, wenn die Magnete da unten drunter sind, ja, dass dann irgendwann die Achsen von dem Wagen angezogen werden, ja. Das Problem habe ich einfach dann immer noch jetzt. Genauso, vielleicht habe ich auch so einen Zug mit Caddy-Kupplung und will gar nicht entkuppeln. Und dann habe ich halt immer das Ding, dass halt die Kupplungen trotzdem hier angezogen werden von dem Magnet. Und das war was mir nicht so gefallen hat. Und genau da kommt jetzt nämlich dieser Antrieb hier ins Spiel, den ich da konstruiert habe. Und auch dieser Deckel. Mit dem Antrieb zum Beispiel ist es für mich jetzt möglich. Da sitzt dann quasi der Magnet drauf. Und dann kann ich halt mit dem Antrieb, wenn ich ihn nicht brauche, klappe ich einfach den Magnet so unter die Anlage. Dann hängt der einfach hier unter der Anlage rum. Und wenn ich ihn brauche, klappe ich ihn halt einfach hoch und kann ihn kuppeln. Ne? Das macht eigentlich ganz einfach dieser Antrieb. Und der kostet jetzt auch nicht die Welt. Ich glaube, das sind noch nicht mal, nicht mal 3 Euro, was das ganze Teil hier kostet, ne? Materialwert. Eine weitere Sache ist natürlich jetzt unter dem Gleisbett hier so ein eckiges Loch aus dem Holz rauszusägen oder rauszuschneiden. Das geht natürlich, ja, ist aber natürlich ein bisschen aufwendiger, wie wenn ich einfach nur ein rundes Loch reinbohren muss, ne? Und aus dem Grund gibt es halt auch hier diesen Deckel von mir. Den kann ich quasi direkt hier unter die Schienen machen. Und der Ausschnitt für den Deckel, der hat 35 mm. Das heißt, ich kann einen ganz normalen 35 mm Forstnerbohrer nehmen, bohre da mein Loch drunter und setze einfach den Deckel ein. Bumm, voilà, fertig. So einfach ist es, ne? Und dann setze ich halt, jetzt mache ich den Magnet mal hier ab, also klebe ich natürlich den Magnet hier drauf und der passt halt wiederum wunderbar hier unten rein. Und wie man das Teil hier aufbaut, das zeige ich euch jetzt und danach zeige ich euch auch nochmal, wie das Ganze in der Anlage aussieht und in Action aussieht. Ne? Das sind jetzt quasi die Teile, wie sie aus dem 3D-Drucker kommen. Ne? Ich verwende da nochmal wieder mein PETG, das ich eigentlich standardmäßig für so Antriebsteile verwende, weil sie einfach stabiler sind. Wie ihr seht, ich habe es immer noch nicht hingekriegt, dass das Ganze ein bisschen schöner aus dem Drucker kommt. Naja, gut, was soll's, es kommt ja unter die Anlage. Ne? Jetzt muss natürlich als erstes noch ein bisschen hier die Stützstruktur entfernt werden, weil ich drucke die Teile quasi alle so. Ja, also so ist quasi mein Druckaufbau. Und da ist jetzt halt hier noch ein bisschen Stützstruktur drunter, die muss natürlich erstmal weg. Da brauchen wir eine Zange
und gehen einfach mal her und gucken, dass das hier rausbricht und machen das gleiche auch nochmal hier. So. Jetzt müssen wir halt vorsichtig diese Stützstruktur hier rauslösen oder rausbrechen. Aber ihr seht, es geht dann doch relativ einfach. So. Da kann man natürlich dann den Magnet einkleben. So, machen wir es noch ein bisschen säuberer hier. Hier und hier. Auch hier kurz mit der Feile drüber. Hier. So. Dann brauche ich wieder ein paar Bohrer. Oder eigentlich ja, 2 Bohrer. Einmal einen 2,5 mm starken Bohrer. Da bohre ich einmal dieses Loch hier auf. Und wen wundert's, die beiden hier. Und da kann man auch noch mal so ein bisschen drin rumeiern. Ganz kleines bisschen, dass es noch ein bisschen größer wird sogar. So. Dann brauchen wir ein bisschen 2,5 mm starkes Messing. Da habe ich jetzt schon mal so ja, ein 20 mm langes Stück abgetrennt. Das ist der Splint hier, der Stift für hier rein. Den kann ich dann auch gleich hier rein machen. Geht manchmal ein bisschen schwer. Da hilft dann so eine Wasserpumpenzange, ne? So, und das sollte eigentlich relativ leicht laufen. Also das hier ist noch in Ordnung, sage ich jetzt mal. So. Dann nehme ich einen 1,8er Bohrer und bohre die 2 Löcher hier nach. Super geile Maschine wieder. So. Der Servo kommt dann so rum hier rein. So, dass der dann so hier drin sitzt. Dann brauchen wir dieses Teil hier. Das kommt hier drauf. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch ein bisschen 0,8er Federstahldraht. Das Ganze sieht dann so aus. Einmal gebogen. Ungefähr so viel. Ich messe es gleich mal nach, wie viel das ist. So, den biege ich dann da noch mal ein bisschen zu. Warum? Seht ihr gleich. Der hat jetzt eine Länge von ja auch 21 mm hat er. Eine Länge von 21 mm. Ich lege ihn noch mal hier auf den Tisch, dass ihr seht, wie das Teil auszusehen hat. Und das kommt jetzt eigentlich hier nur noch rein. Einmal hier und hier beim Servo in das 4. Loch. Ne, 3. nicht, 4. So, da. In dieses Loch kommt es rein. Und jetzt haben wir hier quasi unseren Klappmechanismus. So einfach, so schnell und so effektiv, ne? Und jetzt zeige ich euch nochmal, wie das Ganze in der Realität in Action aussieht.
Also hier seht ihr jetzt nochmal diesen Magnetantrieb hängen. Links und rechts seht ihr noch zwei andere Entkuppler von mir. Also ich habe bei mir in der Anlage beide Systeme verbaut. Und wenn ich jetzt einfach mal auf meinen Servo drücke, dann seht ihr, so wird jetzt der Magnet einfach unter die Anlage gefahren. Und jetzt kann ich halt entkuppeln. Und wenn ich sie nicht brauche, dann klappe ich den Magnet einfach so nach unten weg. Wirklich eine komplett total einfache Sache. Und mit diesen Bildern sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne wieder den Daumen nach oben. Ansonsten wünsche ich euch wieder eine gute Zeit und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Björn.